Wenn Sie in Österreich beim Wahlarzt dazuzahlen, bekommen Sie normalerweise Ihren Termin ein paar Wochen früher als beim Kassenvertragsarzt. Kann ein solches Gesundheitssystem gerecht sein? Österreich ist ein wohlhabendes Land und eigentlich ist unser Gesundheitswesen relativ gerecht und fair. Es gibt aber drei Dinge. Das eine ist, dass aufgrund von Personalmangel immer wieder Wartezeiten entstehen, von denen man sich freikaufen kann oder eben auch nicht. Das zweite ist, wenn Sie besonders teure Behandlungen oder seltene Medikamente brauchen, kann der Zugang oft schwierig werden. Und das dritte ist, dass Gesundheitskompetenz oft mit Bildung zusammenhängt und auch ein sehr gutes Gesundheitssystem hilft dem wenig oder der oder die nicht weiß, was er wann braucht. Die österreichische Verfassung kennt eigentlich kein Menschenrecht auf Gesundheit, aber gewisse Mindestgarantien, die das ein Stück weit absichern, gibt es schon. Zum einen ist es so, dass die vorhandenen Mittel fair verteilt werden müssen. Zum zweiten haben sie einen Anspruch auf Notfallversorgung. Und zum dritten muss der Staat dafür sorgen, dass eine ausreichende Überwachung des Gesundheitssystems im Interesse der Patienten stattfindet. Wenn wir aber von der Verfassung weggehen, ist es in Österreich so, dass das einfach gesetzliche Sozialsystem sehr hoch ausgebaut ist. Vom Gesetz her haben sie sogar Anspruch auf eine angemessene Versorgung nach dem Stand der Wissenschaft. Das ist ein relativ hoher Standard. Das ist zwar nicht die weltbeste Versorgung, aber das ist ein sehr, sehr solider Anspruch. Allerdings, es kann in der Praxis immer wieder etwas schwierig sein, den durchzusetzen. Und eine Ursache dafür ist, dass unser Gesundheitssystem sehr stark zersplittert ist, auch rechtlich, und sehr viele verschiedene Ansprechpartner zuständig sind, die gerade bei teuren oder mühsamen Behandlungen sich oft den Ball ein wenig zuschupfen im Kreis. Und ein anderes Problem ist, das wir haben, das ist einfach das Personal im Gesundheitswesen hat sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen, je nachdem, wo es arbeitet. Und auch das ist etwas, wo gerade öffentliche Arbeitgeber sehr, sehr gefordert sind, damit etwa der Spitalsbereich attraktiv bleibt. Es gab vor einigen Jahren einen sehr spektakulären Fall vor unserem obersten Gerichtshof, wo mehrere Jugendliche mit einer sehr schweren Erkrankung in einem Bundesland nicht behandelt wurden, während sie in einem anderen Bundesland, hätten sie dort gewohnt, die Behandlung erhalten hätten. Die haben dann geklagt und der oberste Gerichtshof hat festgestellt, dass sie einen Anspruch auf die entsprechende Behandlung nach dem Stand der Wissenschaft haben. Das hat aber etliche Monate gedauert, bis sie diesen Anspruch durchsetzen konnten. Inzwischen hat man insoweit darauf reagiert, dass man jetzt versucht, durch neue rechtliche Regelungen ein einheitliches Versorgungsniveau für teure und seltene Arzneimittel in Krankenanstalten zu schaffen. Ob das gelingen wird, wissen wir noch nicht. Die Regelung hat gerade erst begonnen, ihre Wirkung zu entfalten und wir werden uns das wahrscheinlich in einiger Zeit noch einmal anschauen müssen, ob das positive Effekte hatte oder ob es vielleicht doch eher zu einer stillen Rationierung gekommen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ganz oben anfangen, nämlich bei unserer Verfassung. In Österreich sind die Zuständigkeiten im Gesundheitswesen sehr stark zwischen Bund, Ländern und letztlich auch der Sozialversicherung zersplittert. Und das führt dazu, dass Überlegungen wie zum Beispiel die berühmte Finanzierung aus einer Hand kaum umsetzbar sind. Und das spüren im Ergebnis dann natürlich auch die Patienten und im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen. Und ich glaube, dort müsste man ansetzen, wenn man könnte, aber politisch mehrheitsfähig ist das leider zum derzeitigen Zeitpunkt in Österreich nicht. Dazu sind eben zu viele Spieler beteiligt, die etwas zu verlieren haben.